Über Langzeitcamper möchte ich heute mal berichten. Viele, die hier in Spanien überwintern, bleiben ja lange auf einem Platz. Bis zu einem halben Jahr sind sie immer auf dem gleichen Platz. Wie sie sich dort eingerichtet haben, wie sie ihren Tag gestalten, darüber möchte ich in diesem Video berichten. Und als Beispiel nehme ich da unsere besten Freunde Lisa und Horst. Herzlich willkommen zu diesem Video. Hallo ihr beiden, ja, jetzt haben wir uns hier wieder getroffen auf dem Area Camper in Mazarrón. Ja. Und ja, ihr beiden sollt ja ein bisschen berichten hier, wie ihr den Tag hier so verbringt, wie ihr euch hier aufgebaut habt. Und da fange ich ja mal mit dem Horst an. Lisa nehmen wir nachher mal ran, die darf da ein bisschen was über die Küche erzählen hier. Ja, Horst, erzähl mal, wann seid ihr angereist und wie lange bleibt ihr? Ja, wir sind jetzt schon sehr früh da gewesen. Das heißt, im Oktober, Ende Oktober sind wir hier angereist. Und sind jetzt dann gut 2,5 Monate jetzt schon bald hier. Und wir haben auch vor zu überwintern. Das heißt, also bis Mitte, Ende März werden wir wohl hier bleiben. Hier bleibt ihr auf dem Platz? Auf diesem Platz, ja. Und dann habt ihr euch natürlich entsprechend eingerichtet. Natürlich. Mit allem, was man hier so braucht. Und ja, man entwickelt das ja immer weiter. Und ja, fangen wir mal damit an, wie groß ist denn überhaupt eure Parzelle? Ja, also da haben wir sehr großes Glück gehabt. Wir haben ja eine überdimensional große Parzelle erwischt. Die ist insgesamt 21 Meter lang, aber ein bisschen schmal. Das heißt 8 Meter schmal, ist auch nicht gerade schmal, aber es ist schon eine ganze Menge. Ne? Ja, wir können ja sehen, das haben wir ja schon am Anfang so ein bisschen gesehen, hier hast du deinen Anhänger stehen, ja, auf dem Platz mit, dein Auto auf dem Platz mitstehen. Ja. Und dahinter steht das Mobil, also jede Menge Platz hier auf der Parzelle. Dann steht hier ja das Küchenzelt. Ja. Das haben wir jetzt ganz neu bekommen, da haben wir gleich noch was zu sagen. Ja. Das haben wir uns hierher schicken lassen, ja, aus Holland. Da gibt es ja einen bekannten Versender. Ja. Und wir hatten vorher ein kleineres, haben aber festgestellt, dass es uns etwas zu klein war und haben hier uns dann ein größeres bestellt. Ja, okay. Also das ist ein sogenanntes Koch- oder Abstellzelt oder wie bezeichnet man das? Ja, wir sagen im Volksmund so Küchenzelt oder Kochzelt. Ja. Da ist dann alles drin, können wir gleich noch mal reingucken. Ja. Ne? Und dann haben wir noch ein Gemeinschaftszelt, das haben wir auf dem Nachbarplatz, weil unser Platz ja so klein ist. Ja, ich gehe da mal kurz hin, du kannst das ruhig weiter erzählen. Wir nutzen das ja auch gemeinsam. Ja, mit dem Nachbarn, wenn mal so ist, zum Beispiel die Weihnachtsfeier. Da haben wir dann alle, da können bis zu 10 Personen drin sitzen und können das dann auch beheizen. Und es ist ja hier auch wenn viele es nicht glauben, in Spanien, in den Wintermonaten nachts oder beziehungsweise abends doch schon empfindlich kalt. 8, 7 Grad kann es runtergehen. Ne? Ja, genau. Ja, so ist es. Ja, und dann das Küchenzelt oder Kochzelt, das nutzt ihr nicht nur zum Kochen, sondern habt gesehen, ihr stellt auch die Fahrräder abends da rein. Richtig, damit sie dann so ein bisschen geschützt sind, wenn es mal regnet. Und ja. Guck. Ja. Und dann ist Lisas Reich hier. Ja. Meistens kocht ja die Frau, oder wie ist das bei euch? Bei uns kocht auch der gemeinsam. Also, ja, okay. Ja, gut. Zumindest lernt er es jetzt langsam. Ja. Und da habt ihr euch jetzt so eine Möbel dazu angelegt und habt da so einen doppelflammigen Kocher. Ja. Haben dann die Gasflasche hier, die spanische Gasflasche. Ja, also du hast 2. Ja, eine im Mobil und eine hier. Ach so. Und die kann man ja hier auch tauschen, nicht direkt auf dem Platz? Nein, das ist nicht weit weg, sage ich mal. So 300-400 Meter ist eine Tankstelle hier vom Platz. Und da kann man sie ohne weiteres tauschen. Ist sehr preisgünstig gegenüber Deutschland. Ja. Also zurzeit ist der Preis 13,25. Ich schätze mal, in Deutschland wird es noch über 20 Euro liegen. Im Moment. Ne, jetzt. Ja, und da habt ihr dann ja auch so ein bisschen euer Geschirr hier hängen. Nötigsten Kochutensilien, Gewürze, Pfeffer, Salz und was man so braucht. Ja, Öl und
Was man so zum Kochen Ist nicht so komfortabel wie zu Hause. Nein. Aber so einen kleinen Schrank. Schrank ist dabei, der ganz, wo die Töpfe drin sind, Ja. was man so braucht. Und der ist dicht, damit da auch keine Ameisen oder anderes Ja. Spielzeug reinkommen kann, Katzen, weiß ich. Ja. Ne? Alles andere muss man hier aufpassen. Dann ist auf einmal das Kotelett weg. Ne? Ja, wie groß ist denn das Zelt in den Außenmaßen? Dieses Zelt ist 3 Meter mal 2 Meter und 2,20 Meter hoch. Ja, okay. Und das kann man auch nach allen Seiten öffnen. Also jetzt haben wir es geschlossen, aber Ja. es ist nach allen, also die Fenster sind Ja. zum Öffnen da. Und jetzt können wir aber auch noch einige Sachen so unterstellen, die man so nicht unbedingt immer im Mobil haben möchte. Nee. Ja, jetzt hast du ja einiges hier bei dir angesammelt, Ja, was du das an kann man wohl Utensilien sagen. hast. Ja, wie machst du das? Transportierst du das alles nach Hause? Nein, obwohl wir jetzt ja den Anhänger haben und das Auto, da könnte ich auch was einladen. Aber wir haben das jetzt folgendermaßen gemacht. Alles, was wir nicht zu Hause benötigen, das heißt das Kochzelt, die Schränke, das Gemeinschaftszelt, die Gasflasche, die extra ist und. Teppich teilweise, der hier ausgerollt ist. Und dazu habe ich mir auf einer Palette, Ja, können wir ja mal hingehen. Ja, geh da ruhig mal hin. Und zwar sieht man die hier. Ja. Da habe ich packe ich alles rein, was ich nicht mehr brauche, wenn wir wieder nach Hause fahren. Ja. Und dann wird es zugemacht und dann kommt hier vom Platz der Betreiber mit einem Hubwagen und holt es ab und lagert es für uns ein. Ja. Das heißt, das ist nicht abgeschlossen, aber das ist eben nur verpackt ist dicht mit dann, Folie. nicht? Ne? Ja. Und dann machen wir unseren Namen drauf, Ja. Platznummern und Telefonnummer, damit das jeder Ja. weiß, was das ist. Ja. Und im Frühjahr, beziehungsweise im Herbst, wenn wir dann wiederkommen, dann bringt er uns die hier wieder her. Ne? Ja. Jetzt, weil wir jetzt hier gerade stehen, habe ich gesehen, du hast einmal dir einen Wasseranschluss hergelegt. Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Ja. Du hast ja einmal hier Ja. einen Wasseranschluss, du hast dich fest Der hat jetzt angeschlossen. mit der Kiste im Moment nichts zu tun. Das ergab sich, weil ich gerade hier den Haken machen konnte. Ja. Und zwar ist hier permanent Druck drauf. Ja. Das sind so ungefähr 15 Meter Leitung, Schlauch. Ja. Sehen Sie hier? Ja. Ne? Und da kann man schnell mal einen Topf oder Wasser füllen und Ja. so weiter. Ja. Hier unten, also Ja, das kannst du jetzt auch weiter gleich erzählen, weil wir das hier hier gerade unten sehen. ist Du, ein Siphon. ja, man muss jetzt vielleicht da anfangen. Du hast dir einmal eine Abflussleitung gelegt Ja. von deinem Wohnmobil. Kommt jetzt hier so eine Leitung. Ja, die geht aus dem Wohnmobil raus. Ja, Hier ist nochmal so ein T-Stück. Ja. Und dann geht das weiter zu unserem Abflusskasten, der bei jedem Platz ist. Übrigens haben wir vielleicht noch gar nicht erwähnt, an jedem Stellplatz ist ein Abfluss. ja, Wir teilen uns den mit dem Nachbarn, aber es gibt hier auch Plätze, wo man sich den Abfluss mit 4 Leuten teilt, also mit 4 Ja. Mobilen teilen muss. Ne? ja, okay. Dann hast du dir hier, damit man das mal richtig sieht, das ist ja eigentlich eine Ja, das ist Auffangwand. aus Deutsch, das sollte eigentlich mal ein Gully sein, so unterm Pflaster. Das Sieb ist da nicht mehr da, aber er hat einen Geruchsverschluss. Das heißt, der Gestank aus irgendwo so Der kommt da nicht Abfluss, raus. vom Gullyabfluss, der kommt nicht raus. Ne? Nee. Also hier kippst du einfach dein Wasser rein. Das wenn du Grauwasser, nicht wohlgemerkt, nein, alles. wenn du jetzt Wasser hast vom Abwaschen oder so, Genau. dann kannst du das da rein und dann läuft das läuft hier hinterm Zelt lang, kann man vielleicht dann sehen. das mal weg. Und da hinten, ganz hinten, müssen wir Sieht gleich man, noch mal extra hingehen, ja. da hinten, da sieht man es, da ist so ein Anschluss für den Kanal. Ja. Dort kann man dann also sich anschließen. Die Nachbarn haben da auch ihre Anschlüsse. Genau. Hier mal eine Nahaufnahme machen hier unten. Ach so, ja, da ja. hast du das fest angeschlossen. Richtig. Das ist also ein, was ist das, 50 oder 40? 40er. 40 Millimeter, das passt drauf oder hast du ja extra da? Nein, das passt. Das ist, Wohnmobil hatte den Anschluss auf 40 mm, passt exakt drauf, was Ja. wir in Deutschland auch haben. Ja. Hier habe ich mir noch ein bisschen Schlauch dazu geholt, weil ich etwas zu wenig mitgebracht hatte. Mhm. Und den Schlauch habe ich von zu Hause, aber das ist auch, den kann man hier auch bekommen, überall. Ja, gut. Ne? Dann habe ich hier nochmal einen Abzweiger eingebaut. Guck mal, hier, Also dein Wasser, ja, Frischwasser. Frischwasser, ja so. Ne? Den kann ich dann hier und dann weiter und dann drehe ich es nur auf und kann das Mobil Also wieder befüllst du befüllen. deinen Tank? Ja, okay. Ist mit problemlos. Hier ist immer ein bisschen Druck drauf, nicht der volle Wasserdruck, Ja. weil da habe ich ein bisschen Angst, dass das
mal in der Sonne irgendwo kaputt gehen könnte und dann ja, das regelst du am Wasserhahn dann? Ja, das ist so ein Hebel, da kann man das gut einstellen. Ja, okay. Dann habe ich hier, was ich eben schon sagte, eine Füllflasche. Ja. Also wo ich als sogenannter Gastank als Flasche, ja. wo ich jetzt auffüllen kann. Ja. Kann man hier, ist ungefähr 1,5 Kilometer, das füllen lassen an der Tankstelle, LPG-Gas und dann die spanische Flasche. Ja. Ja, die kannst du ja hier an der Tankstelle tauschen. Genau. Die Tankstelle ist ja nur ein paar hundert Meter hier entfernt. Ja, die benutze ich nur, falls in den Phasen, wo die leer ist und ich das holen muss, dann mitten in der Nacht plötzlich was ist, ja. Dann muss man es ja dahin umschalten. Ne? Ja, gut. Jetzt hast du hier, sehe gerade deine Klappe für die Kassette, für die Toilettenkassette. Ja, ja, ja. Das ist das, wir haben ja keinen sogenannten Festtank, sondern eine normale Kassette. Ja. Viele haben die. Die Hunderttausende ja. andere auch. Genau. Und die muss ich allerdings wegbringen. Das ist hier leider etwas entfernter. Das ja. ist der Nachteil. Also ich schätze mal 200-300 Meter. Manche tragen das so mit einer langen Hand. Manche haben so ein kleines Wegelchen. Ja. Nee, ich habe da was Besonderes. Ja. Ich kann dir das mal zeigen. Und zwar habe ich anstelle, ich weiß nicht, wie sich das System noch heißt, ClickFix, glaube ich, heißt das. Genau. Ja, da kann man normal den Korb drauf machen. Ja, genau. Und da habe ich mir so ein Gestell gebaut. Das geht auf den ClickFix, zack. Und hier hinten schiebe ich die Kassette ein, die macht einmal Klick und sitzt fest. Ah, ja. Und kann dann mit dem Fahrrad das da hinbringen und schon. Da hast du diese Aufnahme von dem ClickFix, die hast du hier verschraubt drauf. Ja, richtig. Das ist ja die normal, die unten drin ist, kann man noch mal sagen. Ah ja, so sieht das Ding von unten. Ja, genau. Ah, und das ist schnell zu tauschen, wenn wir mal wegfahren zum Einkaufen, dann will ich natürlich den Korb lieber haben. Ja. Ja, und das hast du dir so... Das habe ich selber gebaut. Ist schon mehrfach hier auf dem Platz nachgebaut worden. Ja, gut. Okay. Eben einfach praktisch ist. Ne? Seit einigen Jahren habt ihr auch ein Auto dabei. Ja. Anhänger, da sprechen wir gleich nochmal drüber, über das ganze Solarsystem. Aber jetzt mal zum Auto. Wie nutzt ihr das Auto? Ja, also wir nutzen es hier, um die nähere Umgebung beispielsweise kennenzulernen. Wir waren in Cartagena, wir waren in den Bergen, wir waren hier und haben dann auch andere Campingplätze aufgesucht, um mal zu schauen, wie die so sind. Da will man sich ja auch informieren. Und früher hatten wir einen Roller, aber im zunehmenden Alter fühle ich mich mit so einem Auto sicherer. Und das ist ganz schön. Er wiegt nicht viel und wir sind zufrieden, dass wir ihn dabei haben. Man benutzt ihn nicht jeden Tag, aber ist schön, dass er da ist. Es ist ja auch kein sehr teures Auto. Du hast, ich weiß, du hast es gebraucht gekauft, und auch den Anhänger gebraucht gekauft und tut alles seine Dienste. Ja. Jetzt nochmal, jetzt hast du das alles ja mit hier auf der Parzelle stehen, aber musst du dafür extra bezahlen? Nein. Hier zahle ich nur die Parzelle. Was ich da drauf stelle, ist dem ehrlich gesagt wurscht, also hier dem Platzbetreiber. Ja. Und da ich jetzt nur das Glück habe, eine große Parzelle zu haben, ist das mir ohne weiteres möglich. Ja. Manche, wenn du nachher auch mal andere zeigst, die etwas kleiner sind, da ist das Ganze, was wir hier alles haben, also nicht so ohne weiteres unterzubringen. Das ist ja nur ein Teil dieser Plätze hier auf diesem Area Camper Mazarrón, diese großen Plätze. Das ist vielleicht 30%, würde ich mal schätzen. Ja, aber es sind hier neue gemacht worden, muss man einfach sagen. Die sind weiter oben. Ja. Die sind alle größer. Ja. Da haben die Platzbetreiber oder der Platzbetreiber wohl daraus gelernt, dass das wohl die Zukunft wird, dass die Mobile immer größer werden, komischerweise, und sowas gebraucht wird. Ne? Ja, richtig. Schnell war. Ich habe gesehen, dein Stromanschluss, der ist leer ist hier. Verwaist, ja. Den haben wir während des ganzen Aufenthalts, wo wir hier sind, noch nicht einmal benutzt. Wir benutzen ausschließlich unsere Solaranlage und kommen da komplett mit hin. Allerdings ist das auch ein bisschen mehr, als vielleicht andere Leute haben. Ja, du hast ja da so eine Konstruktion auf dem Anhänger gemacht. Ja. Also, das wollte ich auch sagen, also der Anhänger ist jetzt nicht für die Solaranlage gedacht. Das wird alles wieder zusammengeklappt, wiegt nicht viel. Das sind ja diese einzelnen Platten, die man auch handelsüblich sind, die kann man so zusammenklappen, wiegen ein Stück 3,6 Kilo. Und dann ist das ganz kleines Paket und es kommt dann ins Auto, wenn wir es wieder mitnehmen. Ja. Und auch die Haupttraverse ist eine Auffahrrampe, die ich sowieso mit habe. Ja.
Und du hast auf dem Dach vom Wohnmobil auch noch Solar? Und zwar, kannst du mal darüber, habe ich hier da oben, hast vielleicht gesehen, das sieht zwar jetzt ein bisschen komisch aus, das ist auch ein Versuch erstmal. Ja. Da haben wir nochmal 300 Watt, 350 Watt auf dem Dach und 600 Watt hier. Ja. Also Wattstunde. Wenn Sie, ja, genau. Das ist genau. Okay, das heißt also, du hast erzählt, bis zu 1250, ich kann jetzt, sagen wir mal im November, die Sonne steht ja nun leider wir haben sehr tief. Ne? Dezember haben wir, du hast November gesagt. Ja, im November hatte ich über 50 Ampere. Ja. Ne? Und so, aber das ist jetzt auch runtergegangen, weil die Sonne jetzt im Moment, wo wir hier stehen, den tiefsten Punkt ja erreicht hat. Ne? Ja, richtig, genau. Ja. Und du kommst trotzdem immer noch gut mit hin. Super. Ja. Meistens, so wenn wir jetzt heute Sonnenschein haben, ist gegen Mittag schon die Batterie voll. Ich habe eine 400 Ampere-Stunden Lithium-Batterie. Ja. Hatten wir auch schon mal gezeigt, vor 1,5 Jahren, glaube ich, wo ich die bekommen habe. Ja. Ne? Und das geht super. Also man braucht da wirklich nichts anderes. Ne? Ihr kocht auch schon mal auf Induktionsplatte? Dann. Richtig, 2 Induktionsplatten haben wir da, einen Backofen, dann einen Wasserkocher, der nimmt ganz schön was, Kaffeemaschine, Haarföhn, alles was der Mensch so braucht. Und das wird auch ohne Rücksicht auf Verluste genommen. Wir haben dann auch einen Grill gehabt, so eine Art Gyros-Grill. Da ist dann die Akkukapazität dann auch unter 24% runtergegangen. Aber im Laufe der nächsten Tage war dann wieder alles voll. Ja, das erholt sich dann, wenn die Sonne scheint. Ja. Irgendwann ist natürlich Schluss, wenn keine Sonne da ist, dann haben wir alle. Ja, da muss man sparsam sein. Ja, genau. Ihr macht auch, glaube ich, mal einen Ausflug von hier, wenn ihr mit dem Mobil, oder ja. Wie hast du das? So dann und wann, dann fällt uns auch mal die Decke hier auf den Kopf, dann lassen wir alles stehen und liegen. Ja. Also das Zelt, das Auto, den Anhänger lassen wir alles so hier, fahren dann mal eine Woche oder 10 Tage, manchmal 14 Tage einfach irgendwo hin und besichtigen Städte. Jetzt zum Beispiel haben wir vor, zur Alhambra und so weiter zu fahren, zu diesen weißen Häusern, wo wir noch nicht waren, als Beispiel nur weiter. Ja. Und dann nehmen wir nur das Mobil mit und wir zahlen hier, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, also als Langzeitcamper hier 11 € am Tag. Richtig. Und das ist dann auch verschmerzbar, auch wenn man mal 14 Tage nicht da ist. Ja, okay. Nee, das ist ja auch dann eine gute Sache. Dann lasst ihr den Rest hier stehen. Richtig. Und fahrt nur mit dem Mobil hier vom Platz. Ja. Und das ist schnell gemacht. Ist einfach ja. abkoppeln und los. Ne? Ja, du hast kein Vorzelt. Warum eigentlich kein Vorzelt? Ja, das hatten wir mal vor. Wir haben sogar, hast du schon mal darüber berichtet, glaube ich, vor etlichen Jahren, hatten wir ein Luftvorzelt. Was mich an dieser ganzen Geschichte stört, dass der Großteil vom Mobil also ausgeschattet ist, dass keine Sonne da ist und dass, wenn es manchmal etwas weht, dass das immer am Mobil gerüttelt hat. Das hat uns sehr gestört. Ne? Deswegen haben wir dann lieber ein Gemeinschaftszelt, wo wir dann mal rein können, wenn es abends ist oder wenn es regnet. Oder das Küchenzelt dann. Das ist dann ja unabhängig vom Mobil. Ja, das passt aber gut, wenn wir zusammen hier sind. Ja, was macht ihr denn so den ganzen Tag oder wie gestaltet ihr so die Freizeit hier? Ja, wir fahren mit dem Fahrrad tagsüber mal weg oder mal hierhin, mal dahin und abends, man sitzt trifft sich mal mit dem oder jenem. Dann gibt es ja hier die Gaststätte, wo dann auch ab und zu mal was geboten wird. Ist doch ganz unterhaltsam. Ja, so. Ich gehe dann und wann mal mit zum Buhlen hier. Hier sind ja etliche Buhlplätze. Der ist sogar noch erweitert worden, der Platz, dass außerhalb des eigentlichen Campingplatzes hier noch Buhlbahnen existieren. Also das ist auch eine schöne Abwechslung. Ja, ansonsten, also uns wird es einfach nicht langweilig hier, zumal wir immer dieses schöne Wetter haben, ne? Also fast immer. Ja, ihr habt bisher nur auf diesem Platz überwintert oder habt ihr schon auf anderen Plätzen? Nein. Wir überwintern jetzt das 3. Jahr erst und es waren dann nur hier bisher. Wir waren schon ganz viel in Spanien, überall, aber haben nie überwintert, sind immer spätestens im Dezember nach Hause gefahren, sind dann Anfang März wiedergekommen, oft. Aber das war ja auch immer ein Hin und Her. Gut, ist nicht immer so einfach, die Lieben zu Hause zu lassen und immer so ein Verständnis da ist auch nicht. Aber es ist eben so, wie es ist. Nicht? Und
Ja. Wie macht ihr das eigentlich mit Post und alles, was zu Hause erledigt werden muss? Also mein Bruder geht zum Beispiel immer hin, einmal so alle 14 Tage und guckt, was drin ist, ob was Wichtiges dabei ist. Und wenn was Wichtiges ist, dann macht er es auf und fotografiert das und schickt mir das dann her. Ja. Und dann kann ich ja reagieren, was da ist. Aber es ist immer weniger geworden in der Hinsicht. Ne? Ja. Apropos Post, man kann sich hier alles herschicken lassen, wenn man will. Ne? Ah ja, richtig. Das ist richtig, ob das Pakete sind, Briefe, es geht alles. Ja. Manchmal geht zwar auch mal was verloren, haben wir auch gehabt, aber das kann einem zu Hause auch passieren. Ja. Ja, ihr habt ja noch eine große Wohnung in Deutschland. Ja. Wie macht ihr es da mit der Heizung? Die Heizung schalte ich komplett aus, ja, und habe aber eine Überwachung drin. Wenn die Temperaturen unter 5 Grad fallen, schaltet sie sich automatisch ein. Ich kann sie allerdings auch übers Handy von hier aus einschalten. Habe dann aber auch noch Kameras zu Hause, wo Thermometer, Sie können ja auch gucken, ob wirklich nur 5 oder 7 oder 10 Grad da sind. Nur zurzeit ist es ja bei uns im Norden nicht so kalt, also Frost ist in der Wohnung während der Zeit, wo wir weg waren, nicht da gewesen. Also kann man viel Geld sparen, wobei wir hier auch heizen müssen, wollen wir es mal so zu sagen. Ne? Ja, ja, okay. Hast du denn eine Übersicht, wie viel Geld du hier so ausgibst im Monat? Ja, also Lebensmittel würde ich sagen, etwas weniger als zu Hause, weil die Lebensmittel hier etwas günstiger sind als bei uns. Ja. Ja, nun muss ich ja hier den Campingplatz bezahlen. Zu Hause läuft die Miete weiter, die Kosten laufen da auch weiter. Ja. Kein Gas brauche ich zu Hause bezahlen, kein Strom zu Hause bezahlen. Das ist natürlich schon ein kleiner Vorteil. Ansonsten, also eine Ersparnis ist nicht, weil ja beides parallel läuft. Ne? Ja. Also das ist eben, dass wir in der Wärme sind, beziehungsweise im Süden sind, die Sonne da haben. Das ist eben das Schöne, anstatt zu Hause in der Kälte. Und guckt nur aus dem Fenster und ärgert sich über das schlechte Wetter. Ja, ihr beiden, dann danke ich euch für eure Ausführungen. War ja vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Und wünsche euch noch einen schönen Aufenthalt. Und wir sehen uns ja hier. Danke, noch. Ja. Okay, ciao. Bye. Tschüss. Tschüss. Das war ein kleiner Einblick in das Leben von Langzeitcampern. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.